Hallo, willkommen bei Rathausbus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein ganz interessantes Thema. Es geht um Einbruchssicherung. Unser nächstes Reisevideo folgt in der nächsten Woche. Meine Frau ist mit ihrer Familie unterwegs, deswegen können wir uns jetzt mal ein bisschen um den Bus kümmern. Die Thematik, um die es geht, die geht uns einfach alle was an. Ob ihr einen Kastenwagen fahrt, ob ihr T3-Fahrer seid oder einfach Wohnmobilist oder wie auch immer. Es geht um Einbruchssicherung. Es geht darum, wie komme ich schwer in das Ding rein und was kann ich machen, damit er mir nicht geklaut wird. So, ich denke, wir haben uns da ein paar schöne Sachen einfallen lassen. Wir bauen auch noch gemeinsam eine abschaltbare GPS-Geschichte ein. Also das ist ein ganz interessantes Thema. Nach dem Trailer geht's los. Viel Spaß beim Video. Naja, dann fangen wir mal mit der einfachsten Geschichte an. Das Allereinfachste, immer damit euch ein Fahrzeug nicht geklaut ist, macht's individuell. Jede Sache, die nicht Standard ist und man nicht immer den klassisch weißen VW-Bus hat mit dem klassisch weißen Klappdach und mit der klassisch weißen oder schwarzen Westfalia-Aufschrift auf der linken Seite. Ja, alles, was eben individuell ist, wird schwieriger geklaut, weil du kriegst es auf dem Markt schwieriger los. Gerade T3-Busse haben ja eine Community. Insofern kann ich nur sagen, bei uns ist es das Bundeswehrfahrzeug. Wir haben also an den Seiten überall diese Laschen dran, wo ehemals Titannetze rankamen. Oder wir haben auch eine Farbe genommen, die, klar Bundeswehrgrün, aber die so in der Campingausführung eigentlich fast nicht zu sehen ist. Insofern hat man es bei uns schon schwieriger. Das ist mal der erste Schritt, den ich generell bei jedem Fahrzeug jedem empfehlen würde. Also die definitiv einfachste Diebstahlsicherung, die auch jedes Fahrzeug haben sollte, ist ein Totmannschalter. Schon allein deshalb, wenn ihr jetzt mal kurz einkaufen geht und der gut erreichbar für euch ist und ihr wisst, wo der ist, dann kann man euer Fahrzeug auch nicht mal schnell auf dem Parkplatz klauen. Ja? Und ist eine gute Sicherheit, denke ich, ist schnell eingebaut, sollte jedes Fahrzeug haben. Und da zeige ich euch jetzt mal kurz, wo unserer, also nicht wo der sitzt, ich habe mal woanders hingetan, damit ja nicht gleich jeder weiß, wo unser Totmannschalter ist. Aber die Funktionsweise, die werde ich erklären und dann könnt ihr euch natürlich selber aussuchen, wo ihr euren Schalter versteckt. Also, fangen wir mal an. Beim T3-Bus ist es ja ganz einfach. Wir müssen hier unten unter das Lenkrad drunter. So, und da muss einfach die Abdeckklappe abgeschraubt werden. Und dann kommt man ans Zündschloss ran. Beim Zündschloss gehen zwei Kabel raus, zwei schwarze. Und jetzt kommt das lustige Spiel wie immer. Kennt ihr vielleicht schon und wenn nicht, nicht. Es kann nichts passieren, also einfach Motor starten. Eins von den schwarzen durchschneiden, geht der Motor aus, dann wisst ihr, das ist euer Kabel. Geht der Motor nicht aus, dann ist es eben das andere Kabel. Jetzt machen wir das noch kurz auf und dann zeige ich euch mal, wie ich es gebaut habe. Also hier sieht das Zündschloss, hier sind die beiden schwarzen Kabel, die da rauskommen. Eins von beiden ist es. Das ist nicht klar welches, deswegen will ich auch keinen Tipp geben, probiert es aus. Genau, das Kabel ist einfach durchgeschnitten, ist verlängert worden bis an den Punkt, wo ich einen Schalter gesetzt habe und da sitzt eben der Totmannschalter. Damit man es nicht wieder zusammenfügen kann, ist das alles in einen einzigen Kabelbaum eingearbeitet und der ist mit Isolierband umzogen, also da kommt man nicht mehr ran. Wenn der Totmannschalter eingeschaltet ist, dann kann man beim T3 diese grüne Leuchte leuchten sehen und das bedeutet, dass die Kraftstoffpumpe eben abgeschaltet ist und dementsprechend ja, könnt das Fahrzeug jetzt auch nicht mehr starten. Also wichtig ist natürlich, dass der Schalter an einem Punkt sitzt, wo ihr ihn gut findet und schnell rankommt, weil es bringt ja nichts, jedes Mal das halbe Auto auseinanderzubauen, aber für jemanden, der das Auto klauen möchte, eben nicht direkt einsehbar ist. Also kann man auf dem Parkplatz schnell abschalten, ohne dass man es sieht, aber derjenige, der rein möchte, findet den Schalter nicht. Sollte man bedenken, nicht, dass er das Ding irgendwo hinbaut, wo er gar nicht mehr rankommt. Unser sicherstes System und auch das, was am besten funktioniert, aber sehr teuer im Unterhalt ist, das stelle ich euch jetzt vor. Ja, kann sich nicht jeder leisten, hat auch nicht jeder Bock drauf, aber funktioniert fantastisch. Ja, das ist unser Hauptsicherheitssystem, funktioniert absolut fantastisch, ist ein bisschen sensibel eingestellt, aber wie gesagt, funktioniert. Die beiden sind echt die Besten. Ne, Mali, du bist der Knaller und du bist auch der Knaller. Also, wie gesagt, sehr sensibel eingestellt. Wenn draußen was zu hören ist, wir hören es auch.
Also was grundsätzlich in keinem Fahrzeug fehlen sollte, ist eine GPS-Überwachung. Ist einfach, ist flexibel und bringt ja total viele Vorteile. Also erstens weiß ich immer, wo mein Fahrzeug steht, falls ich mal wirklich vergessen habe, wo ich es geparkt habe. In der App weiß ich, wo es ist. Aber das ist ja gar nicht der Grund. Der Hauptgrund ist, so eine GPS-Überwachung heutzutage hat ja mehrere Vorteile. Also zum einen weiß man, wo das Auto steht. Unsere hat gleichzeitig noch einen Erschütterungsalarm und einen Entwendungsalarm. Also das heißt, also wenn ich das Ding bewege, in irgendeiner Art und Weise die Tür an der Tür gerüttelt wird, ein Mann ins Auto einsteigt oder wie auch immer, dann macht das Ding Alarm und dann kriege ich ein Zeichen auf mein Handy. Das heißt, wenn ich den irgendwo geparkt habe, ich bin meinetwegen am Strand oder wir sind im Wasser, wir lassen es uns gut gehen und ich höre eine bestimmte Melodie, ich habe halt irgendein beschissenes Lied da reingemacht, was wirklich nervt, höre ich immer und ich höre das dann weiß ich ganz genau, dass jemand gerade an unserem Auto ist. So, und insofern bietet das Ding eine tolle Überwachung. Wir haben hier so ein Teil von Salint, man kann aber jede andere Firma nehmen, also im Endeffekt greift das Ding eher auf das Pi-Netzwerk zu. Also da gibt es bestimmt ganz viele, die sind auch alle gleich gut. Ich mache dafür keine Werbung, uns ist es auch völlig egal. Das Ding funktioniert und ist 90 Tage, hält die Batterie. Das heißt, wir laden es alle 3 Monate auf. Das zeichnet unsere gesamte Strecke auf, die wir fahren. Bringt uns auch im Nachhinein nochmal was für die Bearbeitung unserer Videos. Also auf jeden Fall in jedes Fahrzeug GPS-Überwachung. Also zu den mechanischen Sicherheitssystemen gehört ja die Lenkradkralle oder eine Pedalkralle. Wir haben uns für die Pedalkralle entschieden, weil die Lenkradkralle, die sieht man ja. Und ich bin der Meinung, alle Sicherheitssysteme, die man sieht, weisen ja auch wieder darauf hin, dass man was schützen möchte, was man nicht möchte, dass es geklaut wird. Dementsprechend, Pedalkralle ist von außen nicht zu sehen, lässt sich schnell an- und abmontieren und gibt sicherlich einen Zeitvorteil. Es geht ja bei allen Diebstahlsicherungen immer darum, dass derjenige, der das Auto klauen möchte, einen möglichst großen Aufwand braucht, um es zu klauen. Umso größer der Aufwand ist, umso weniger schnell wird das Fahrzeug entwendet oder eher gar nicht, weil derjenige dann sagt, die Chance, dass er erwischt wird, ist einfach zu groß. Also, was in jedem Fahrzeug Selbstausbau sowieso verbaut sein sollte, ist ja nun mal ein Gaswarner. Warnt uns vor CO2 oder warnt uns davor, falls unsere Gasflasche irgendwie ein Leck hat. Zusätzlich gibt es aber welche, die noch vor Kampfgasen warnen. Das heißt also, falls jemand auf die super Idee kommt, hier CS-Gas, K.O.-Gas reinzusprühen oder wie auch immer und man keine Hunde hat, dann macht so ein Ding schon ganz tolle Dienste, weil man eben vorher gewarnt wird. Also einbauen. So, jetzt gibt es erstmal was zu futtern. Bei uns in Deutschland beim Arbeiten ja das Wurstbrot. Man geht zum Metzger, Brötchen raus, Wurst drauf, alle glücklich bis aufs Schwein. Und hier gibt es Bresaola mit Parmesankäse. Und es ist ja immer noch die Familie von meiner Frau da. Und die Mama, die Lucia, die kann total lecker kochen. Und da freue ich mich jetzt drauf. Und danach geht es gestärkt weiter. Ja, bis dann. Jetzt bauen wir gemeinsam diesen GPS-Fernabschalter ein. Die Geschichte, hatte ich ja schon angekündigt, dient dazu, aus der Ferne das Auto abzuschalten. Das heißt, funktioniert ähnlich wie ein Totbahnschalter, ist auch mit der Kraftstoffpumpe, also mit der Notabschaltung der Kraftstoffpumpe verbunden. Und falls jemand das Auto wirklich entwendet haben sollte, dann kann man hiermit per SMS das Fahrzeug abschalten. So, und das Schöne ist, das sieht aus wie ein Relais. Guck mal, sieht echt original aus wie ein Relais. So. Aber das Ding hat es in sich, weil hier kommt eine SIM-Karte rein. So, und das heißt also, wir können das Ding mit einer SMS, die wir senden, also mit einem Code, der an diese Nummer gesendet wird, abschalten. Und hierzu ein Tipp, man kann da natürlich jede SIM-Karte reinmachen, aber ich habe eine litauische SIM-Karte, habe ich von der T3 Synchro Schrauberecke den Tipp bekommen, also danke Dominik. Und zwar werden die litauischen SIM-Karten niemals, die muss man nicht aufladen. Also sprich, da sind 10 € drauf und die bleiben drauf. Und egal, ob man das Ding nutzt, auflädt oder sonst was macht, das Ding bleibt ewig erhalten, wird also nicht wie in Deutschland oder in anderen Ländern abgeschaltet, wenn man 3 Monate mal nicht aufgeladen hat. Insofern, das Ding bauen wir jetzt gemeinsam ein. Viel Spaß! Also, um die GPS-Fernabschaltung einzubauen, müssen wir erst mal den Sitz rausholen, weil ich will das Ding unterm Sitz platzieren, dass es aussieht wie ein Relais. Also das ganze Teil sieht sowieso aus wie ein Relais, ich zeige euch das gleich. Und dementsprechend kommt zuallererst mal der Sitz raus.
So, hier seht ihr die beiden Kabelenden, die sozusagen das Kabel zur Kraftstoffpumpe unterbrechen. Führe ich die beiden Kabel zusammen, dann hat die Kraftstoffpumpe Saft. Trenne ich es, dann kommt die Notabschaltung der Kraftstoffpumpe und dementsprechend geht der Motor aus. So, da bauen wir jetzt das Relais ein, einfach mal zu Vorführungszwecken. Plus kommt auf den Pluspol, Minus auf den Minuspol oder besser gesagt an die Karosserie, wie ihr mögt. Und das sind die beiden Kabel, die dann sozusagen geschaltet werden. Und das Ding baue ich jetzt ein und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. So, SIM-Karte ist drin. Ja, zuerst muss man eine Textnachricht schicken, damit das Ding aufs europäische Netz eingestellt wird. Ist natürlich China-Ware. Kann man das ja erkennen. So, nachdem wir die SIM-Karte reingemacht haben, muss man das Ding aktivieren. Das steht aber in der Anleitung drin. So, jetzt haben wir dieses Teil, was hier aussieht, nun wirklich wie ein Relais. So, und dieses Teil, was wir jetzt mit unserem Kabelenden verbinden. Das heißt, wir quetschen jetzt hier hinten die Enden drauf. Gut, wir haben es verbaut und jetzt testen wir es. Also, ich mache den Wagen an und normalerweise müsste, wenn ich dann eine SMS an die Nummer schicke von meiner SIM-Karte in dem Gerät, was ich gerade verbaut habe, müsste der Wagen ausgehen. Versuchen wir es mal. Also an geht er schon mal. Ihr hört, ich habe irgendwas an der Lichtmaschine, es piepst. SMS ist abgeschickt. Und das Auto geht aus. Und der geht jetzt auch nicht wieder an. Jetzt kannst du so oft versuchen, wie du willst zu starten. Das Ding geht nicht mehr an. So, jetzt muss ich ihn erst wieder freischalten mit 666. Dadurch kann ich das Auto wieder starten. Das ist auf jeden Fall mal eine schöne Sicherheit. So, das hat also total gut funktioniert. Das heißt, wir können das Auto jetzt von der Ferne abschalten. Im Fall des Falles, dass ich sehe, dass er bewegt wird, drücke ich 555, schicke die SMS und dann ist der Motor abgeschaltet. Auf jeden Fall nicht blöd. So, letzter Punkt handelt davon, wie haben wir es schwierig, hier ins Auto reinzukommen. Also wenn wir den Wagen irgendwo stehen lassen, in der Pampa oder sonst wo und mal eine ganze Weile weg sind, dann haben wir uns was Folgendes einfallen lassen. Es gibt ja Leute, die machen hier irgendwie so ein Scharnier rein. Das halte ich aber für kompletten Blödsinn, weil das Scharnier, so wie es gebaut ist, natürlich keine Kraft hält. So, und deswegen haben wir uns so ein Kettensystem ausgedacht. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Tür zu, hier unten. So, ich hoffe, dass es scharf ist. Da, so, da ist ein Karabiner, hier ist eine Lasche, hier ist noch eine Lasche. Das heißt, wir nehmen eine Kette, die halten bis zu 300 Kilo, die Dinger. So, da durch die Lasche durch. Und in den anderen Karabiner rein. So, das heißt, man muss jetzt schon eine Brechstange dabei haben und nimmt das halbe Auto auseinander, weil die Tür geht nicht mehr auf und genauso geht die vordere Tür natürlich auch nicht mehr auf. Also, wenn wir den Wagen mal länger stehen lassen, dann nutzen wir dieses Sicherheitssystem, dass wir die Ketten sozusagen vorne auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite mit der Seitentür verbinden. Das heißt, man hat es schon sehr, sehr schwierig, dann ins Auto reinzukommen. Und wir gehen dann einmal hinten raus, machen die Swingaways zu, schließen hinten ab und somit ist das Ding erstmal komplett wie eine Festung gesichert. So. Wenn jetzt immer noch was passiert, ja meine Güte, man steckt nicht drin, aber das, was man machen kann, das haben wir umgesetzt. Und ich denke, wir haben so ziemlich alles abgedeckt und man braucht eine ganze Weile, ehe man mit unserem Bus weiterkommt.
Das war unser Video zum Thema Sicherheit auf Reisen. Ich denke, wir haben alles dabei gehabt. Also zumindest fällt mir erstmal nicht bei mir ein. Wenn ihr noch mehr wisst, schreibt es uns einfach mal in die Kommentare. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Beim nächsten Mal sind wir wieder auf Reisen. Wir sind ja noch auf Sizilien unterwegs und beim nächsten Mal geht es in die Ätna-Region. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann lasst uns ein Like da. Ansonsten abonniert den Kanal. Ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder zuschaut. Bis zum nächsten Mal. Alessandro und Björn auf Reisen. Ciao!